So. Jo, jo. Können wir eben kurz gucken hier. Ein Turnier wird abgehalten. Kriegen einfach mal ein paar Sachen hier. Schöne heiße Quelle. Stein der Erfahrung, Stein des Wissens. Stein der Erfahrung. So, let's go. Nächste. Felix möchte auf eine Expedition. Nicht genehmigt. Wird nicht gestattet. Du nimmst die Kontrolle über alle Bollwerke. Also alle Bollwerke einfach einnehmen, alles klar. Keine Niederlage. Was haben wir denn hier? Setup ist auf jeden Fall gegen 2 schon mal ganz gut. Ash auch. Sheets nicht. Dann hast du eigentlich auch nichts hier verloren, Alter. Netz ist auf jeden Fall schon. Und den Rest kriegen wir so hin. So, let's go. So, mal. Oh, die Effektivität ist auf jeden Fall nicht mehr aufgehoben. So, das erste Bollwerk wurde einfach mal aufgehoben, weil wurde einfach mal eingenommen, weil Setup einfach die, ja, wegen der Waffeneffektivität, ne? Oder wegen der Schwäche. Ja. Alter, was wollt ihr? Ey. Let's go, jetzt 2 Idioten, Alter. Komm, werdet einfach mitsterben. Stirb! Komischen Pegasus da, Alter. Wollt's wissen hier. Eine Beraterin hat aufgetaucht, was? Beraterin ist aufgetaucht. Besiege die Beraterin. Ach, die ist da oben, hä? Da komme ich doch gerade. Ich dachte, die werden ja. Achso, die darf das eine Ding nicht erreichen, wahrscheinlich. Wäre was für Ash. Wo ist Ash eigentlich? Ist Ash da in der Nähe? Tatsächlich, Ash ist in der Nähe. Ash ist in der Nähe. Ist die Beraterin da auf jeden Fall nicht weiterkommen, Alter. Genau. Du. Oh, let's go, Alter. Das ist eine Schwierigkeit. Kein Grad, ne. Das ist doch noch gar nicht eine Schwierigkeit, Alter. Laber wieder nur Müll. So, Ash kriegt ein Level Up. Ist auch Level 19. Also sie sind irgendwie Level 23, aber trotzdem komme ich mit unseren Kollegen hier trotzdem klar. So, let's go, Alter. Die Beratung wurde Er hat den perfekten Plan. Meine Mutter hat den perfekten Plan gehabt. So, nächstes Bollwerk einnehmen hier. Alter, was wollt ihr eigentlich? Was wollt ihr eigentlich, ja? Ihr seid schwach gegen mich, Alter. Habt ihr nichts zu sagen hier. So, let's go hier. Der Hase. Bollwerk eingenommen. So muss das. So. Nicht. Du übernimmst jetzt mal hier. Oh, du bist effektiv gegen Bogenschützen. Das ist schon gut zu wissen. Hauptmission. Die Bedingungen für den Sieg haben sich geändert. Besiege die Schützen und sichere dir den Sieg. Schwer für uns oder was? Eskortiere den Speer zum Rastplatz. Welchen Bogenschützen müssen wir denn jetzt eigentlich besiegen?
Den hier oder was? Dahin. Würde ich mal sagen. Beschütze immer. Ja, wir haben gerade mal eben mit Annette mal jemanden besiegt. Oh, und du kümmerst dich jetzt um die Hauptmission und besiegst den Idioten da unten halt. Siege die Truppen des Kavaliers. Achtung, Annette besetzte den Überwachungsweg. Oh. Aber du bist auch noch ein Bollwerkskommandant. Hä? Welchen von den Idioten meinen denn? Ich besiege einfach mal jeden Schützen, den ich kann und gut ist. Oh, der ist ja schnell besiegt hier eigentlich. So. Welchen Bogenschützen soll ich denn besiegen eigentlich? So. Der Schütze wird besiegt, ist die Bedingung. Ach, der ist da oben, lol. Das wusste ich ja nicht, dass der hier oben ist. You shall pay for this, you hear? Basiskommandant. So, du stirbst jetzt erstmal. Also, jetzt gibt's erstmal aufs Maul hier für diesen Kackschützen, Alter. Ja, danke Annette für nichts quasi. Aber du hältst jetzt erstmal. Alter, der gibt mir gehörig auf den Keks, Alter. Stirb, Alter. Weg da. Ja, was ist mit dem, Alter? Dreht sich immer um, ey. Ganz komisch. Oh, let's go hier. Jetzt ist er tot. Der Schütze wurde besiegt, das war die Hauptmission. Ach Gott, oh Gott, ey. Subquest schon 1, ja. Ja, mindestens den, wir haben eine mit Nebenmission auf jeden Fall geschafft, dass wir quasi so ein... Ja, Erststubers wäre wirklich eine große Hilfe, ganz ehrlich. Und du bist von Level 19 auf Level 20 gestiegen. Warum muss das? Ah, Fertigkeiten gelernt, mega. So, gibt es wieder weitere Informationen oder können wir uns jetzt auch schon... So. So, da ist jetzt das End, genau. Königliche Hauptstadt verlieren. Du kannst jetzt die damit fortfahren, genau. So, wir gucken mal hier eben rein. Nehmen ein bisschen von den Händlern mit. Hier ist, glaube ich, eine Dingens gewesen, ein Lager. So, und hier hätten wir eine Belohnung gekriegt, wenn wir Rang S hätten. So, jetzt müssen wir natürlich jetzt erstmal das Versprechen einhalten und natürlich die Unterstützungsgespräche machen. Ja, ist ja ganz klar. Ich habe das nicht vergessen. Weil wir haben jetzt nämlich wahrscheinlich mehrere Unterstützungsgespräche. Ja, dann würde ich gerne mal sagen, let's go! Ingrid und Felix. My apologies, Felix. Am I getting in the way of your work? No, I just finished up. What do you need? I picked this up on the training grounds. I think it might be yours. Hey, that's my brother's spur. I thought I'd lost it. I ran around asking all the knights who it belonged to. The royal crest made it seem important. You really should take better care of it. Didn't Glenn receive this as a gift from the late king? Yup. Don't shrug me off like that. I am surprised.
You never struck me as the type to keep such a memento with you. Guess I thought it might come in handy someday. Whatever you say. Just make sure you don't misplace it again. Ingrid. Wait, Yes? you should have it. Excuse me? Absolutely not. I could never accept something so precious. When my brother was appointed by the king, who do you think he told first? It wasn't me or my father. It was you. So take it. But If you want the truth, I always planned to give it to you anyway. I just never found the right time. well, if you insist, then I accept. Thank you, Felix. But don't get the wrong idea. I'm not doing this so you can go drown yourself in grief. Oh, I am very much aware. I know full well how much you detest such displays of sentimentality. I should get going. I have a meeting to attend. Farewell, Felix. Well, well, just the gal I wanted to see. I've got a bit of a favor to ask. You know that special sword you fight with? Well, I was wondering if you'd let me take a peek at it. Sure, if you want. Can't say I expected this kind of interest coming from you, though. It'd be one thing if it were Dimitri or Felix asking. You know how they get about weapons. But you? You do remember I'm the heir to House Gautier, don't you? I've been studying the art of combat ever since I was just a kid. Well, you always skip out on training, so... Anyway, here. This work? It sure does. What a weird sword. You know what it's made of? It doesn't look like iron or steel to me. I couldn't tell you. Honestly, I have no idea. What about how you can make it appear right out of thin air? Is that some sort of magic? Nah, not exactly. It kinda just comes to me when I call it. Well, that's vague. One more question then. Would I be able to use your sword if I wanted to? Doubt it. The thing vanishes the second I let go of it. But hey, why do you want to know so much about it anyway? I guess I was just thinking how nice it'd be if there were more weapons like yours out in the world. You know, a hero's relic can take down hundreds or even thousands of soldiers in a single swing. Depending on who's doing the swinging, of course. But as soon as the wielder dies, that's it. If you don't have a crest, it's nothing more than a fancy-looking hunk of whatever they're made of. Of course, that wouldn't be an issue if everyone could just use a sword like yours. Maybe so, but that doesn't make it possible. I mean, there's still so much even I don't know about it. Right. It's not like you can just make a second one or something. That's actually a pretty interesting idea. You've given this a lot of thought, haven't you? Hey, you're talking to the future Margrave Gautier here, remember? Of course I'd think about this kind of stuff. After all, us nobles wouldn't have nearly as much work to do if everyone could fight with the relics. And then I could spend all my time flirting with you instead. Yeah, not interested. Don't make me tell Ingrid about this. Harsh, though I do like that about you. Come on, let's see that sword of yours a little more. What were you thinking? Sticking your nose into some soldier's fight? You have a lot of growing up to do if you're still throwing yourself in the middle of random brawls like that.
Keep this up, and House Fraldarius' reputation will be rolling in the mud with you. Not to mention how it reflects poorly on His Majesty, considering he's the one who made you a duke. I know all that. Do you? Because you don't look like a man who's achieved some fantastic new enlightenment. This is rich coming from you. I liked it better when you used to take the heat. Are you kidding? You were always the one being scolded when we were kids. Only because you were a half-wit who kept dragging me into your ludicrous schemes. Was that how it was? Whatever you say. But tell me, what's got you swinging your fists around this time? Nothing specific. I just couldn't back down after getting involved. You really need to start being more careful. Look, you've even got a bruise going. Who knows what would happen to Fargus if we lost you? I won't say you'd be fine without me, but you do know I could fall in battle any day now, right? Bite your tongue, Felix. Just think for 2 seconds. What would happen to Fargus and to His Majesty if you died? He's got too much on his plate already, yet he insists on doing everything himself. War with the Empire, battles outside Fodlan, governing the kingdom, reforming the entire social structure of pretty much everything. If he didn't have you at his side, he'd fall flat on his face. You speak as though you have no stake in this whatsoever. We're in the same situation. One of these days, you'll inherit the title of Margrave Gautier. Are you ready for that? I know. Trust me, I am very well aware. Which is why I always act with the utmost integrity. You're the complete opposite of integrity. Though I suppose you have been attempting to shake some of your old habits recently. You know, it wouldn't kill you to pat me on the back every once in a while. You're like a baby that just learned to walk. A pat on the back would only knock you over. You can try to make up for your past actions all you want, but that kind of thing isn't easily swept aside. The sooner you realize that, the better. That tongue of yours is sharp as ever, I see. Never change, Felix. I guess I was a touch reckless this time, as much as I hate to admit it. So I'll give you that much. Hey, what's wrong? Something on your mind? Kinda, yeah. Remember before when we were talking about my mom? The more I think about it, the more I'm realizing she really was a strange person. What do you mean? Exactly that. Everything about her was kinda just a mystery. I've spent hours trying to puzzle out how she might have ended up in that remote village, but I keep coming up empty. I mean, someone that smart is rare even in the biggest cities, right? She practically knew everything. Even using magic was a breeze for her. She may not have talked much about her past, but can you think of anything she mentioned that could give you a clue? Maybe something about the people she knew, or unique things she owned. If she did, it's not coming to me. She's been gone so long now. So yeah, nothing really springs to mind. I don't even have any mementos to remember her by. Then we'll just have to investigate. I'll help. Investigate? As in my mom? Where'd that come from? Well, both of my parents died in an epidemic when me and my siblings were still very young. I still have some hazy memories of them. Food they used to make, that kind of stuff.
but that's really all I have left. And since they were commoners, there's almost no record of them. All my searches came up empty. I know how much that hurts, so it's not hard for me to sympathize with what you're going through. Huh. Really, it's just so I can get my own closure. We don't have to do it if you don't want to. All right, I'm in. I'd love to learn some more about my mom. Okay then, how are we doing this thing? The most sensible place to start would be talking to people who knew her. I doubt anyone in the village really remembers her, though. We weren't exactly the most social family. Still, someone must have known her. It's impossible to stay completely unnoticed in those small mountain towns. It's entirely feasible one of the villagers can tell us something. Or, what about the village chief? If anyone's gonna remember her, it's him. But for all I know, he could be dead by now, too. Then we'll just have to send a letter and find out. And if we never get a response because no one there can read, well, in that case, we can go ourselves. Guess it's worth a shot. I feel kinda bad sending a messenger out that far, but we might as well see what happens. Great. Now come on, let's get started on that letter. Okay, Nachforschung über ihre Eltern. Man muss Ash doch einfach lieben, Alter. Oder mögen. Mögen ist eher das Bessere. Eine Einrichtung möchte erweitert werden. Okay, let's go. Welche Einrichtung möchte denn erweitert werden? Ich bin gespannt. Felix möchte eine Expedition starten. Das können wir ja gleich auch noch machen. Wer möchte dann Marktplatz, Bastion oder Versorgungsdepot? Was haben wir denn hier? Befehl den Händlern des Vertriebsnetzes auf die angegrenzten Regionen zu erweitern. Erweitert das Sortiment an käuflichen Geschenken. Geschenke, nicht so. Richtet einen Vertriebsweg für luxuriöse Güter ein, um Wiederbeschaffungsgebühren für Raritäten zu sparen. Verringert die Kosten von Geschenken. Das ist nur für Geschenke? Ja. Das ist ja nicht gerade so. Versorgungsdepots, also. Ja, Bataillonsgilde ist jetzt auch nicht so das Wichtigste. Wir machen einfach mal das hier. Das passt schon. Ich sagen, wir können doch nicht schon wieder das nächste machen. So, was haben wir hier? Versteckt die Versorgungstruppen mit zusätzlichem Personal, erhöht die Menge an Materialien, die in regelmäßigen Abständen eingesammelt werden. Das hört sich doch gut an. Dein Lager hat jetzt Level C erreicht. Dein Vorrat an Trainingspunkten und Aktivitätspunkten wird erhöht. Ja, und Lagertruhen haben wir nichts mehr. So, dann Marktplatz noch, dann... Weiß ich nicht. Ah, ich kann nachher mal gucken, was der gute Markus in Stream. Ja, komm, wir machen einfach hier, auch wenn das mit den Geschenken eigentlich total Schwachsinn ist, ey. Brauche ich theoretisch nicht, aber... Eine Auszeichnung, klar, warum nicht? Auszeichnung ansehen. Granatapfel. Ja, warum nicht? So, wir können ja mal gucken, was das Kochen so angeht. Und dann können wir noch mit Felix eben noch die Expedition starten. Und dann gehen wir in den Kampf und... Eine Mahlzeit kochen. Wir wollen die... Was wollen wir denn machen? Machen wir mal bunte Gemüsepfanne, Alter. Bernadette und Dorothy möchten uns sich anschließen. So, jetzt... Kocht das vernünftig, Alter. Die beschwert sich immer, sie könnte nicht kochen, Alter. Beschwert sich jetzt schon wieder. Solid.
Na, gar nicht übel, das ist schon mal etwas. Letzten Mal hat sich jemand dauernd beschwert, ey. Oh, yes. This is definitely one of the foods I love. Aha, bunte Gemüsepfanne, das ist schon mal was. Come back whenever you're hungry. Und das nächste, Unterstützungsgespräch. Wir gucken jetzt einfach mal, wo Felix rumgammelt. Gammelt, sagt er. Das ist Flane. Das ist Sylvain. Vorhin steht auch noch irgendwo einer nicht. Ach nee, das ist mein persönliches Quartier ist das. Kaum hat man Probleme gelöst, tauchen schon das nicht so auf. Es nimmt einfach kein Ende. Noch dazu hat jeder ganz eigene vorbehaltene Sachen. Also das ist schon ich weiß nicht, wo Felix ist. Hier ist Starfield. Hier hat er gleich noch ein Unterstützungsgespräch mit der guten Bernadette. Ach, Felix war auch hier vorne irgendwo, oder nicht? Hier? Ne, da ist Ash. Muss der hier unten sein, irgendwo. Felix? Hier ist Bernadette. Gute Catherine. Wo ist denn der gute Felix, oder? Wie viele Expeditionen haben wir denn? Kannst du nicht ausfindig machen, Alter. Set-off. Also doch, mein Gott. Ihr könnt gerne zustimmen und nicken. Counting on you. Du wolltest doch eine Dinge haben hier. Expedition. Let's go. It's good to stretch your legs when you can. Let's go. If you say so. Wir können im Moment uns zur Ebene, weil ich nichts anderes hab. So, das gleiche Gedöns wieder. Gucken sich die Landschaft an. Not a bad spot for some sword practice. Wir wollen jetzt keine Schwertübung machen, wir wollen jetzt uns ein Päuschen machen hier. Let's go. Nächste. I would have gotten even better with a sword if the academy hadn't closed down. No point complaining about it though. Sage, es sei dort langweilig gewesen. Zustimmen, sagen Übung macht den Meister. Wow. Ja, was soll man denn sonst sagen? So, let's go. Wir gucken mal, ob wir noch eine Frage kriegen. Nach persönlichen Fragen, nach Vorlieben, nach Abneigung fragen, nach der Meinung über dich fragen, nach der... Ihr fragen nach Vorlieben nochmal. The more skill, the better. Especially with a sword. Starke Leute, je geschickter, desto besser. Besonders im Umgang mit Schwertern. Zustimmen, nach Einzelheiten fragen. Jetzt zustimmen, dann wird er wahrscheinlich... Oder wenn ich das jetzt mache, einfach zustimmen. Ja, wahrscheinlich, wenn ich jetzt nach Dingen nach Einzelfragen, hätte er wahrscheinlich gesagt, willst du eigentlich? Who you are or where you came from. All that matters is that you can fight. Das war doch mal eine Unterhaltung, ja. Perfekte Teestunde. Ja! Perfekte Konversation, Alter. Bonuszeit, Alter. Ein Geschenk geben. Let's go. Eulenfeder mag doch jeder. Ist bei allen beliebt. This is nice. Yeah! It's rude to stare. If you have something to say, just spit it out already. Entschuldigung. What? Wow. Working hard, I trust? What? War auch schön, oder nicht? Halt los, Kehr. Komm. It's nice getting out every once in a while. Das sowieso. Durch die Expedition hat sich der Charme von Schieß und Felix erhöht. Charme, Alter. Haben die jetzt auch noch ein Unterstützungsgespräch? Würde mich nicht wundern.
Hat Dorothy hat mit Bernadette noch ein Gespräch oder nicht? Hat mit mir ein Gespräch? Lol. Okay, let's go. Company smack dab in the middle of the imperial capital, huh? I can't even begin to imagine what that must be like. I mean, I've been all over the place for my mercenary work, but it's mostly just been for small-time rural lords and the like. Honestly, I'd never even met anyone from the big cities like Enbar or Ferdiad before coming to Garreg Mach. You know, shows in the capital are about 1,000 times flashier than the little town festival shows you might be used to. Every important moment of the drama is conveyed through elaborate song, and at the center of the musical ensemble stands its star, the diva. I think I get the idea. These divas sound pretty incredible. They probably get stage names and everything if they're that important, huh? Oh, but of course, I was known as the mystical songstress. Hey, that's pretty good. There always has been this kind of indescribable aura surrounding you. Thanks, but I have mixed feelings about the name myself. They called me that because of how suddenly a street orphan like me was discovered and debuted. Yeah, I see how there could be some complicated feelings wrapped up in that. But if you were able to rise from that to diva, you must have the chops to back it up. Not that I can even picture what that would sound like. Hey, do you think you could sing something for me? Since you asked so nicely, but I'm only doing it this once, okay? How the crimson rain of pain it came, falling hard upon a land aflame, when the sacred blade it split the sky until the heavens heard our cry. In the hour of vengeance will you heed the call? On the red fields of revenge will you help avenge? We must fight strong and stand tall. Well, what did you think? It was... yeah. What, you didn't like it? Not quite the booming applause I'm used to. No, it was incredible, honest. It's just, I'm not really sure I got it, you know? I mean, the only songs I know are the ones sung by mercs in taverns or village girls as they tend the fields. You're kinda in a different league, Dorothea. Sorry I can't really give you much more than that. Oh, don't worry about it. This sort of thing happens more often than you'd think. Well, as long as you're not mad. If you don't mind, though, maybe you could try again for me sometime? I'd really like to hear you sing some more. And hey, I might even get better at telling you what I thought. Sure. I suppose I can give you one more chance.